Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ich muss sagen, es wurmt mich. Es wurmt mich wirklich, dass wir hier im 18. Stock, ja, in Etage 13 im 18. Stock nicht wirklich weiterkommen. Warum wurmt mich das so? Weil wir ihn letztes Mal so haarscharf fast besiegt haben. Und das Ding ist halt, wenn wir ihn besiegen, dann besiegen wir die nächsten zwei Gegner auch. Das heißt, das sind easy XP und easy der Dungeon durchgeballert hier. So, jetzt habe ich mir aber schon eigentlich geschworen gehabt, ja, ihr merkt schon eigentlich, ich bin mir sehr unsicher, dass ich diesen Dungeon nicht durchpilzen möchte und lieber per Free Tries dann abwarten will. Ja, auf der anderen Seite denke ich mir aber so, wenn ich den jetzt pilze, dann habe ich halt die anderen zwei safe eigentlich auch mit auf, ja, auch im Video mit drin und live wäre es halt schon cooler. Und ich habe mir jetzt mal ein Limit gesetzt. So ein Limit, wo ich so sagen könnte, ja, dieses Limit, das könnte eventuell dieses Video mit den Werbeeinnahmen wieder reinbekommen, ja. Also im Prinzip, ja, ich meine, wenn ihr mehr Dungeon-Geballer sehen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, dann müsst ihr einfach nur das Video mehr schauen, so, ja. Mehr ist es nicht. Und ja, ich habe mir so gedacht, 5 Euro könnte das vielleicht, das könnte hinkommen, ja, das könnte vielleicht hier dieses Video wieder einbringen. 5 Euro, 50 Pilze bis 3464 gehen wir mal runter, versuchen wir mal 50 Tries hier rein und wenn er fällt, ist es halt cool, so, würde mich mega freuen, aber wenn es nicht der Fall ist, dann, ja, gut, dann haben wir halt Pech gehabt, so. Gut, jetzt habe ich schon ein bisschen hier rumgefuhrwerkt, ja, jetzt, mal gucken. Ich werde mal erstmal hier alles verkaufen und dann werde ich noch mal ein bisschen in Intelligenz reinskillen und dann werden wir mal versuchen, ob wir es schaffen. Ja, ob wir es schaffen, hier ja, an diesem Peter vorbeizukommen. Aber es würde mich halt wirklich, es würde mich wirklich freuen, wenn wir das irgendwie, ja, weiß ich nicht, schaffen würden. Ja, ich weiß nicht. Ich wollte es mir eigentlich aufheben, so, ne? Ja, jetzt müssen wir bis 3460 runter, by the way. Uff. Und wir haben es ja schon in den Tries gesehen, so, ne? Die Tries an sich sehen eigentlich immer sehr gut aus. Und es fehlen immer nur so ein, zwei Ausweicher dazwischen von der Kunigunde, damit sie ein, zwei mehr Hits raushauen kann. Ja, weil mein Marquardt und ich machen eigentlich schon gut Schaden. Oder sollten ihn zumindest machen. Und ja, dann kommt es halt wirklich nur noch auf die Kunigunde an, wie die so performt. Und ja, es ist eigentlich nicht wirklich schwer. So, wir haben jetzt schon wirklich viel, ja, und dann hat man halt so eine Versuche wieder, so, weißt du. Ich wollte das Ganze hier eigentlich gar nicht machen, aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Also irgendwie juckt mich das so unter den Fingernägeln hier, dass ich hier den Peter mal besiegen möchte, dass ich mal endlich diesen Dungeon durch habe hier. Ja, das kann doch nicht so schwer sein, dass wir jetzt hier am Peter mal vorbeikommen, um den Dungeon zu clearen. Weil wie gesagt, das ist die letzte Bremse hier in den Dungeon. Die Gegner danach sind so easy. Ja, ich sage das jetzt zwar so voller Selbstüberzeugung, aber ich würde mal behaupten, es ist wirklich so. Ja, und das ist hier der Gegner, an den wir noch hier vorbei müssen, so. Und der ist durchaus machbar. Aber wir müssen halt den richtigen Versuch finden, so wie es halt, ja, immer ist. So, bis 60 gehen wir runter, das heißt 20 Tries noch. Das heißt, wir haben jetzt schon über die Hälfte verbraucht. Und, ja, Pilzen mit Limit, ja, ist wie mit einem Alkohol. So, man muss kontrolliert an die Sache rangehen, sich vorher im Klaren sein, was hat man vor, was will man machen. Man muss sich erstmal den Abend davor eine gute Grundlage schaffen, ja. Ein bisschen, was weiß ich, wenn man mal unterwegs ist oder so draußen im Garten, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Brot, ja, zum Aufsaugen, ein bisschen so, ne, die Tricks, die man so kennt, schön fettig essen, so, ne. Und ja, dann kann man loslegen und dann auch wirklich nur sein eigenes Limit kennen. Und so ist es hier in Shakes and Fidget auch, ja. Man sollte hier auf jeden Fall wissen, wo Schluss ist, ja. Die Grenzen darf man nicht überschreiten, denn dann endet es nämlich wie das letzte Epic-Event bei mir.
Und da wissen wir alle, was passiert ist. Es ist genauso, ja. Nie wieder Epic-Event, nie wieder trinken, man macht es doch irgendwann wieder. Also, ja, es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr viele Parallelen irgendwie dazu. Zu diesem Suchtverhalten will ich das jetzt schon fast mal beinahe sagen. Ja, aber wie gesagt, es ist ja nicht ganz rausgeschmissen, das Geld. So, wir haben noch 10 Tries, die wir jetzt hier noch reinballern können. Ich hoffe mal, dass der jetzt mal da derweil wirklich fällt. Weil, wie gesagt, die Versuche, die so bis, ich weiß nicht wie viel das sind, so waren das hier 30, 40, 50 Millionen oder so. Das sah halt wirklich so aus, als ob da noch so viel Potenzial mehr drin gewesen wäre, ja. Ja, und dann sieht man hier, dann kloppt man hier 5 Euro in den Dungeon rein, ja. Ganze 5 Euro, 5 Eugen setzt man hier rein. Oh, da hat man nur so eine Schmutzversuche. Ich glaube, den speichern wir uns mal und gucken uns das Ganze mal an hier. Peter, ja. So, der Beard Ram macht natürlich nicht viel. Was hat der Marquardt? Der Marquardt hat gar nichts gemacht, gefühlt. Bei Marquardt lag es jetzt, ja. Jetzt hat die Kunigunde wahrscheinlich geregelt, aber Marquardt hat komplett reingeschissen diesmal. Ach, Marquardt, Mensch. Ach, guck dir das mal an. Und ich habe auch reingeschissen, wie es aussieht. Ja, oh nein. Oh, jetzt hat... Seht ihr, das meine ich. Letztes Mal hat mein Marquardt und ich haben sehr gute Leistungen erbracht, haben Peter fast alleine besiegt. Jetzt hat die Kunigunde den fast alleine besiegt und ich und mein Begleiter haben ich und mein Marquardt haben reingeschissen. Also wirklich nur einer von uns beiden, Marquardt oder ich, hätte nur einen guten Crit machen müssen. Wäre vorbei gewesen, ja. Nicht mal wir beide. Wir brauchen nicht mal beide einen Crit machen. Nur einer von uns beiden. Deswegen, das meine ich damit. Die Chance ist eigentlich so hoch, dass wir hier den Peter besiegen. Der ist nicht schwer an sich. Der ist nicht wirklich schwer zu besiegen. Deswegen wundert mich das, dass ich hier so rumstruggle gegen ihn, ja. Das kann ich nicht nachvollziehen jetzt. Aber hier, komm, Kunigunde. Nochmal und nochmal ausweichen. Ja, jetzt, komm, nochmal ausweichen. Ja, nein, und jetzt, nein. Und jetzt ich noch mit einem fetten Crit vielleicht. Oh mein Gott. Wir haben uns den Kampf live angeschaut. Ja, moin. Ja, moin. Alter. Ich habe ihn nicht mal geskippt. Weil das so spannend gewesen ist, Alter. Holy shit. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Und wir hätten nur noch 2 Versuche gehabt. 2 Versuche hätten wir noch gehabt, den Peter hier zu... Level up. Ja, moin. Das ist nice. Den Peter zu besiegen hier. Eieieiei. Das ist sehr nice. Wir brauchen uns den Kampf nicht mal speichern, weil wir ihn gesehen haben. Holy shit. Holy shit. Und jetzt sind wir hier bei The Artist, formerly known as Andreas. Mit Andreas hatten wir damals schlechte Erfahrungen gesammelt, ich erinnere mich noch. Ja, aber ich denke mal, dass wir ihn jetzt hier nicht als großartigen Gegner... Gut, der haut natürlich viele, ja, sehr harte Crits raus, aber man sieht, der steckt unglaublich wenig ein. Alter, und dann komme ich... Was war das denn für ein Crit? Pustekuchen, Alter. Also wirklich, nee. Ich meine, der macht hier fast 1 Milliarde Schaden irgendwie, gefühlt, ja. Aber das ist halt eine komplette Glass Cannon. So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo eigentlich Schluss sein sollte. Ja, aber noch der eine Kumpel von irgendwo sagt, ey komm, nimm doch noch einen Schluck, komm, noch einen kurzen, trink noch mal einen mit mir. Ja, und an dem Punkt bin ich jetzt gerade hier wieder. Und jetzt sind es auch schon mehrere kurze geworden. Aber jetzt, gut, ich habe euch gesagt, der danach, der wird nicht mehr so schwer, weil das halt, ja, nur noch ein Geschickgegner ist und ich glaube noch ein Magier ist glaube ich, Marvin, ne, oder? Ja, da habe ich mich, glaube ich, mal wieder ein bisschen selbst übernommen mit der ganzen Thematik hier. Ja, moin, was haben wir hier überhaupt? Ein Intelligenz-Item, was einfach... Hier, seht ihr es? Das Item ist halt zu schlecht, ja, deswegen hat mich das gewundert, warum ich da so gestruggelt habe an dem Gegner, weil der eigentlich unter meinem Niveau ist, ja. Intelligenz hier, Marquardt, was sagst du dazu? Ja, selbst für meinen Marquardt ist das Schmutzabfall. Dreck. So, jetzt setzen wir uns mal das nächste Limit und jetzt ist schon wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem das Video das hier nicht mehr reinholt. Ja, so viel ist es dann auch wieder nicht. Wir setzen uns nämlich das Limit, dass wir bis auf 3400. Ich meine, das ist schon wieder viel mehr, als ich eigentlich ausgeben wollte. Ach Mann.
Also wir haben einen Gegner schon mal live besiegt. Das freut mich schon mal sehr. Dass der jetzt hier noch wieder so schwer ist, also damit habe ich jetzt nun überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt rush ich da mal jetzt mal so eben einfach durch. Wir gehen bis 3430. So, wir machen noch 3 Tries hier, die gucken wir uns komplett an. Falls er da nicht liegt, ist finito, ja. Dann bin ich erstmal zufrieden. Aber ihr seht halt auch, das ist halt auch wieder so ein Gegner, der halt komplett easy ist eigentlich so. Ja, aber er will halt nicht, ja. Also wir müssen halt, also Marquardt und ich, wir müssen da halt mit der kompletten Spanne einmal hitten. Ja, und dann ist er eigentlich dead wie ein englischer Vater, ein englischsprachiger Vater. Ja, okay, dead. Gut, der letzte Try. Und dann schauen wir vorbei. Der Andreas macht uns wieder hier zu Brei. Das ist eine Schweinerei. Bars. So, gut, okay. Hat uns der Andreas einfach mal jetzt eiskalt genommen. Und damit müssen wir jetzt einfach mal so leben, ja. Wir kennen unser Limit, ja. Wir sind vorbildliche Pilzer, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe trotzdem ein bisschen mehr ausgegeben, als ich wollte. Aber wir haben einen sehr, sehr spannenden Kampf dafür bekommen. Ja, und das ist das, was zählt. Und die nächsten Gegner werden auch nicht mehr lange auf sich warten. Ja, gut. Das soll es dann soweit für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.